Moinsen Leute, willkommen hier zu The Walking Dead Survivors und wie versprochen liefere ich euch die Kampfberichte zwischen IMAX und Voldemort. Und bevor wir mal hier reingehen, erstmal ein Vorwort vorweg. Ich finde die Facebook-Kommentare allgemein immer so lustig, weil viele ja sagen, ja Duelle, das bringt nichts, ja. Du kannst dich da nicht duellieren, mit den meisten Tickets, ist halt oben und gewinnt. Freunde, also Duelle ist ein Duell, ja, Mann gegen Mann. Ich will jetzt nicht Wale schlecht reden oder Wale gut reden. Es geht nur darum, dass es halt andere Wale gibt. Ja, es gibt viele Wale hier in diesem Spiel und ich finde, ja, man muss den Leuten das auch mal zeigen. Deswegen habe ich mir so gedacht, okay, IMAX ist wirklich ein richtig großer Spieler. Ne? Er hat sich innerhalb kürzester Zeit auf richtig viel Kampfkraft hochgepowert, hochgepusht und versucht sein Glück jetzt halt in den Duellen. Ja, und dass er Voldemort besiegt und die anderen, das ist doch fantastisch. Wie es natürlich aussieht im PvP-Kampf, ja, Mann gegen Mann, mit Buffs und was weiß ich nicht alles, das ist doch dahingestellt. Ja, es geht hier nur um die Duelle und in den Duellen kann IMAX ein Voldemort schlagen. Ja, das ist nun mal Fakt. Also von daher weiß ich nicht, was andere Leute immer dagegen haben oder gegen reden müssen. Ne? Also okay. Gut, das ist erstmal mein Wort dazu und ja, wir schauen uns mal die Kampfduelle an. Ja, IMAX gegen Voldemort und IMAX war bei den ultimativen Duellen zwischenzeitlich auf Platz 1. Dann wieder auf 2, dann wieder auf 3, dann Voldemort 1, dann Alex auf 1. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Also, IMAX hat hier gegen Voldemort gewonnen. IMAX hat nicht nur einmal gewonnen, er hat mehrmals gewonnen. Und würde jetzt Voldemort IMAX angreifen, natürlich, dann würde auch Voldemort gewinnen. Ja? Wie gesagt, darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Es geht nur darum zu zeigen, ey, hört mal zu, es gibt noch andere Wale und die Wale sind sehr stark. Und ja, darum geht es mir persönlich eigentlich. Okay. Gut, aber wir gucken mal hier rein und wir sehen hier, Leute, das war eine richtig knappe Kiste. Ja? IMAX hat richtig so knapp gewonnen und zwar hat Voldemort hier den ersten Sieg eingefahren und ja, IMAX konnte auch einige Siege einfahren, hat natürlich dadurch das Duell gewonnen. Wir können ja mal uns die Statistiken so angucken. So, beide Rekruten sind auf Maximum, das ist egal, darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Fahrzeuge, beide auf Level 60. Die Hunde, da ist Voldemort einen Ticken besser. Bei der Kriegsmaschine hier in dieser Formation ist Voldemort auch besser. Ja, wie gesagt, ich sage nicht, dass Voldemort schlecht ist. Voldemort ist, ja, das ist wie gesagt, einer hat mal geschrieben, das ist ein Kraken. Ja, Voldemort ist auch ein Kraken. Er ist richtig stark. Und deswegen bin ich so verwundert oder bin froh darüber, dass es halt auch Spieler gibt, die Voldemort auch schlagen können. Ja, das wäre ja sonst langweilig, wenn Voldemort alles gewinnen würde. Grüße gehen übrigens raus an dich, Voldemort. Und natürlich auch an IMAX. Okay, die Prozentpunkte, die sind hier enorm. Ne? Guckt mal, was Voldemort hat. 1800%. Das ist gigantisch. Ja, wir swipen mal nach rechts und sehen hier, okay, IMAX und Voldemort, die Fahrzeuge, die Hunde. Hier die Warcards, beide gleich. IMAX Warcard ist sogar ein Ticken schlechter. Ja. Ja, und Voldemort hat hier seine Ezekiel-Crew. Und wir sehen hier, dass IMAX einen höheren Angriff hat wie Voldemort. IMAX hat einen verursachten Schaden von 45%. Ja, Voldemort von 40%. Das ist im PvP auch so. Ja? Also Duelle ist ja PvP. Ja, und wenn sie jetzt auf dem Schlachtfeld OP-Kriege machen oder sich gegenseitig angreifen würden, wird da auch nichts anderes stehen. Ja, also von daher Duelle und echter PvP-Kampf, das ist beides fast das gleiche. Hier Jesus, können wir mal gucken, 1826% und IMAX hat 1857%. Das ist schon echt utopisch und ich habe schon immer gesagt, die 2000% Marke, die wird geknackt. Spätestens ja, in der nächsten Season, übernächsten Season so ungefähr, müssen wir mal gucken, was Neues so rauskommt, denn sind die 2000% fällig. Ja? Okay, gut. Ja, Voldemort. Den Hund kenne ich ja gar nicht. Imperio. Okay. Ja, gut. Hier sehen wir auch. Voldemort, wie gesagt, der hat alle Warcards auf Maximum. Und das ist natürlich enorm viel Geld, was da reingeflossen ist. Das ist unglaublich. Ja. Okay. Wir können uns das ja hier auch mal angucken. Beide haben ungefähr die gleichen Truppenanzahl. Erlittener Schaden und Widerstand gegen Schadenzufügungsfähigkeiten ist IMAX ein bisschen besser. Ja, das sieht man hier auch im Hintergrund. Hier ist IMAX vom Tempo her ein bisschen besser und natürlich auch wieder der Widerstand gegen die Schadenzufügungsfähigkeiten. Und ja, das zieht sich immer so hin. Natürlich, bei den Duellen machst du deine Formation, ne? Die Reihenfolge, die änderst du, damit du gewinnst. Ja? Und ultimative Duelle ist ja ultimativ. Wer auf Platz 1 ist halt gut, ist stark. Und hat halt den ersten Platz. Ne? Der kann sich sagen, okay, ich bin der Beste.
Und vor allen Dingen, dann ist es halt so. Ob das ein Voldemort ist, ein Max oder Alex oder ein Dragonsteel oder was weiß ich was. Und wie gesagt, hier hat er auch gewonnen. Ja? Also ein Max ist schon nicht schlecht. Ja? Viele mögen sich jetzt sagen, ja, Sultai, du hast dich jetzt auf ein Max eingeschossen. Nein, das ist nicht so. Ja? Voldemort und Tony Stark und Lyntia UA und so, das sind alles coole Wale und habe auch Spaß mit denen zu spielen zusammen. Ne, und dann habe ich so vor ein paar Tagen, weiß nicht, irgendwie ne, durch eine Nachricht, du, hier gibt es einen starken Spieler, IMAX, und dann haben wir uns unterhalten und dann, oh krass, ja, das IMAX ist richtig krass. Also da habe ich echt Bock für ihn mal so ein paar Videos zu machen, um halt der Community zu zeigen, ey, hört mal zu, Voldemort, ne, den kennt ihr ja alle schon, Dragonsteel kennt ihr alle schon, aber IMAX, den kennt ihr noch nicht. Ne? Und es gibt noch andere Wale, ja. Es gibt noch andere starke Spieler und ja, mal gucken, wann ich zu der Gelegenheit komme, andere Spieler zu präsentieren. Müssen wir mal gucken, ja. Wir können mal kurz in die Duelle reingehen. So, wir sind jetzt hier bei den ultimativen Duellen und jetzt sehen wir ja, ne, der Alex ist erster, Voldemort ist zweiter, IMAX ist dritter. Dann kommt Dragonsteel, Naser kommt, Surprise, Viho, Tony Stark, also das sind schon richtig viele Schwergewichte. Kirby zum Beispiel sagt mir auch was. Ne? Und ich habe auch noch nie ein Video über Kirby gemacht. Ja, also von daher, so what. Also wie gesagt, das sind die Duelle. Ne? In den Duellen, hier im Hintergrund seht ihr auch wieder einen Kampfbericht, wo er wieder gewonnen hat. Und ja, Grüße gehen raus an alle Wale in diesem Spiel, vor allen Dingen auch an dich, Voldemort. Ja, IMAX, und ich finde das cool, es zumindest jemanden gibt, der Voldemort schlagen kann. Voldemort war ja immer so wie eine Wand, ne? Den konnte man immer hitten, der hat nie gebrannt oder was weiß ich was. Und ja, macht ein bisschen Konkurrenz in diesem Spiel, und Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Also ist gut für den Spieleentwickler, ja, leider Gottes, ja, aber na gut, was heißt leider Gottes? Ist dann halt so, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie was habt, schreibt es gerne in die Kommentare und kommt mir aber nicht so mit hier, oh, Duelle, das bringt nichts und da kannst du nicht deine richtige wahre Stärke mit dem anderen Spieler messen. Ja, natürlich kannst du dich da messen, ja. Es muss halt bloß deine Truppen und deine Reihenfolge so hinstellen, dass du entweder eine gute Verteidigung hast oder halt auch immer die Angriffe gewinnst, ne? Von daher, ja, Bockwurst. Okay, alles klar. Gut, wie gesagt, wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ihr wisst, es gibt viele starke Spieler, es gibt richtig gute Wale. Bis jetzt sind alle Wale, die ich so kennengelernt habe, richtig nett. Ja? Und ich habe noch nie einen Wal getroffen oder ja, mit Walen geschrieben, die total unfreundlich sind. Ja? Und von daher gehen Grüße raus an alle Wale und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Und ich bin gespannt, ja, wer in der Season 11 so mit mir spielt oder gegen wen mein Server spielt. Guti, Leute, ja, ich habe mich schon verabschiedet. Ich mache es nochmal. Bis zum nächsten Mal. Euer Sultai.